Platonische Körper. Im Internet gibt es reichlich Bastelanleitungen für diese geometrischen Grundformen. Das Besondere bei diesen ist nun, dass sie allesamt aus einem und demselben Modul zusammengebaut werden, das aus gleichseitigen Dreiecken besteht und ohne Klebstoff zusammenhalten. Das ist bei den anderen Anleitungen oftmals nicht so. Dieses Modul wird in leicht abgewandelter Form hergestellt aus einem Blatt, aus einem Faltblatt, das ein bestimmtes Seitenverhältnis hat. 1 zur Wurzel aus 3 ist das Seitenverhältnis und 1/3 dieses Faltblattes ergibt wieder ein Faltblatt mit denselben Proportionen. Das ist das Besondere daran. Wie gesagt, in abgewandelter Form findet das bei allen platonischen Körpern Verwendung. Nur eins habe ich nicht geschafft, das Dodekaeder. Hier eine größere Ausgabe, musste ich aus 30 Modulen zusammensetzen und es bildet jetzt einen abgespeckten Dodekaederstern mit sehr kurzen Spitzen. Aber ich denke, es funktioniert trotzdem. Die Module sind entworfen worden zum Bau von Sternen, die eine Alternative bieten sollten für die Module, die sonst für Barchetta-Sterne Verwendung finden, um unterschiedliche Spitzenwinkel möglich zu machen. Ich zeige jetzt kurz, wie die Module gefaltet werden und gebe dann Beispiele für jedes von diesen platonischen Körpern. Die Module entstehen also aus diesen Faltblättern. Ich habe hier mal eins auseinandergenommen, um das kurz zu demonstrieren. Ecke auf Ecke, dann hoch zum Mittelfalz, wenden, hier auch hoch zum Mittelfalz, dann hier zur Ecke hin, da zurück, dann wird das Ganze geöffnet und so entsteht das Modul. Ist also kein Kunststück, das wird in ausführlichen Videos erklärt und leicht abgewandelt. Wie gesagt, findet das bei allen von diesen Grundformen Verwendung. Jetzt stelle ich die einzelnen Formen mal vor. Tetraeder können so zusammengesetzt werden, wie hier, dass nach außen noch die Ecken der Module sichtbar sind oder so, dass man glatte Flächen hat. Entweder durchgehend glatte Flächen oder wie hier zum Beispiel in der Mitte geteilt, was dann natürlich bei Verwendung unterschiedlicher Farben auch unterschiedliche Effekte ausmacht. 2 Module braucht man dafür, das ist schnell gemacht und übrigens auch Tetrapaks lassen sich als Tetraeder verarbeiten. Zusätzlich finden sich auf meinem Kanal die Bauanleitungen für Tetraeder, Sterne, Sterntetraeder in verschiedenen Ausführungen. Hier eine kleine Auswahl an Oktaedern. Die sind da schon vielfältiger. Sie entstehen aus 4 Modulen, wobei sie entweder von innen her zusammengebaut werden können, wie hier, sodass durchgehende Rauten sichtbar sind bei farbigem Papier, oder aber mit diesem Streifenmuster, die stabilste Ausführung wahrscheinlich, oder hier mit hineingeklappten Ecken. Und hier noch eine kleine Auswahl. Nein, diese Form gehört nicht zu den platonischen Körpern. Es ist eine interessante Übergangsform zum Ikosaeder und besteht aus 8 Modulen. Wer sich für sowas interessiert, so zusätzliche Objekte, der wird auch auf meinem Kanal fündig. Der Würfel mit Durchblick entsteht aus 12 abgewandelten Trinity-Modulen und lässt sich sehr leicht zusammenbauen. Auch dafür kann man Tetrapaks verwenden oder den Würfel dank des Mittelloches hier zur Aufnahme eines Oktaeders verwenden. Die wohl vielfältigste Form ist das Ikosaeder. Auch hier gibt es 3 verschiedene Baumöglichkeiten. Die werden ausführlich in einzelnen Videos vorgestellt. Hier noch einmal die 3 unterschiedlichen Baumethoden als weiße Modelle. Und auch hier darf natürlich das Tetrapak nicht fehlen. Da ich beim besten Willen keinen Weg gefunden habe,
Fünfecke aus dreieckigen Modulen herzustellen, habe ich mich mit diesem abgespeckten Dodekaederstern zufrieden gegeben. Aber auch den kann man ja in verschiedenen Größen zusammenbauen. Wie gesagt, alle Möglichkeiten werden auf meinem Kanal ausführlich vorgestellt. Ich hänge hier noch meinen Kanaltrailer dran, allerdings verschiedene Sachen kann der noch nicht enthalten, weil sie neu sind. Das ist in erster Linie dieser Stern mit den schmalen Spitzen. Viel Spaß bei Stöbern und Entdecken! Hallo, schön, dass Sie irgendwie auf meinem Kanal gelandet sind, auf mein Kanalgesicht geklickt haben und jetzt wissen wollen, wer oder was sich dahinter verbirgt. Hier finden Sie die vermutlich umfangreichste Sammlung über Bechettersterne und die sich daraus ergebenden kreativen Möglichkeiten. Alles begann vor 10 Jahren mit einem Stern, den ich in einem Kindergarten sah. Damals war ich noch etwas jünger. Ich schalte die Kamera mal gerade um, damit Sie sehen, wie ich jetzt aussehe. Hallo! Den Stern habe ich nachgebaut. Später habe ich dann die Faltweise vereinfacht. Aus dem Wunsch heraus, anderen zu helfen und ihnen meine ersten frustrierenden Erlebnisse zu ersparen, ist dann die erste Videoserie entstanden. Später kam immer mehr dazu. Verschiedene Papierformate, verschiedene Muster, alternative Sternspitzen mit unterschiedlichen Spitzenwinkeln, viele Tipps aus der Praxis und Sternenkugeln in den verschiedenen Ausführungen und Größen. Inzwischen gibt es weitere Serien mit zusätzlichen kreativen Möglichkeiten. Sogar die geometrischen Grundformen lassen sich aus den Trinity-Modulen zusammenbauen. Hier im Vergleich mit ein paar gängigen Münzen ein paar kleinere Ausgaben. Und nicht zu vergessen die offenen Formen durch die Trinity-Abschlussmodule. Da ist dann wirklich für jeden was dabei. Ergänzend möchte ich hier aber auch zeigen, was mir sonst im Leben wichtig ist. Deswegen die Lieder, die Klavierversuche und meine Gedanken über Gott und die Welt. Viel Spaß beim Stöbern und Entdecken. Und wem das noch nicht genug war, es wird Zeit, dass die Videos fertig werden, damit ich mal wieder etwas aufräumen kann.